Wildcard Game Nummer 1 der NFC und dieses Spiel werden die Atlanta Falcons, die einen 10:6 Record haben, und die Los Angeles Rams, die einen 11:5 Record haben, bestreiten. Am 7.01.2018, 02:15 Uhr zu unserer Zeit. In Amerika ist das zweite Spiel am Samstag, findet dort um 08:15 p.m. Eastern Time statt. Es wird eine lange Nacht werden für die Fans der Falcons und der Rams und auch für die Fans von gutem und geilen American Football. Das Spiel hat es in sich, die letzten Playoff-Spiele der beiden Teams. Für die Falcons liegt das noch nicht allzu lange zurück. Ihr erinnert euch, der letzte Super Bowl gegen die New England Patriots. Irgendwas habe ich da noch in Erinnerung, von wegen einer 28:3 Führung, die man verspielt hat. Und die Los Angeles Rams, die sind genau das Gegenteil. Seit dem 15.01.2005 waren sie nicht mehr in den Playoffs. Und damals hieß der Gegner Atlanta Falcons. Es war ein Divisional Playoff Game, das man mit 17:47 verloren hat. Davor gewannen die Rams das Wildcard-Spiel gegen die Seattle Seahawks mit 27:20. Starting Quarterback der Rams war damals Mark Bulger. Und der Head Coach der Rams, Mike Martz. Die Falcons hatten damals übrigens mit Michael Vick der Star der Stunde und hatten eine Bye-Week. Ja, das waren noch Zeiten. Bulger machte danach nie mehr ein Playoff-Spiel, blieb den Rams aber bis 2009 erhalten. Die Rams also nach ganzen 13 Jahren wieder mal in den Playoffs. Das Loser-Image scheint abgelegt worden zu sein. 11 Siege, 5 Niederlagen, starke Leistung. Gratulation an diese Mannschaft für dieses Kunstwerk, kann man schon fast sagen, denn nach der letzten Saison mit Jeff Fisher hätte wohl niemand gedacht, dass man diesen Turnaround so schnell hinkriegt und ein Jahr später bereits in der Wildcard steht. Das letzte Duell übrigens zwischen diesen beiden Teams, das war 2016. Atlanta gewann dies mit 42:14. Wie gesagt, es war noch die Ära Jeff Fisher. Und nach diesem Sieg konnten die Atlanta Falcons dann immer stärker werden und den Run bis in den Super Bowl zurücklegen. Währenddessen die Rams eine weitere bittere Pille schlucken mussten und sich endgültig von Jeff Fisher trennten und mit Sean McVay auf die Gewinnerspur zurückgekommen sind. Die Offseason hat man damit verbracht, Waffen für Jared Goff zu rekrutieren. Im Draft kamen Wide Receiver Kupp und Tight End Gerald Everett. Dazu kam per Trade Sammy Watkins und als Free Agent Signing Robert Woods. Alle vier konnten ihre Akzente setzen, bereits im ersten Jahr. Vor allem Kupp ist der perfekte Fit für Quarterback Jared Goff und ist klar seine Nummer 1 Anspielstation von allen Receivern. Aber auch Todd Gurley hatte eine starke Saison, hat am meisten Receptions aller Spieler dieser Offense der Rams gefangen, für 788 Receiving Yards, 1305 Rushing Yards, 19 Touchdowns total gemacht und 2093 Yards insgesamt für diese Rams Offense hingelegt. Absolut brutal starke Leistung. Dahinter hat man mit Robert Woods einen weiteren Receiver von Buffalo geholt, denn auch Sammy Watkins ist ein Buffalo Bill-Spieler gewesen. Und dieser Robert Woods hat gleich ein Career High mit 781 Receiving Yards aufgestellt. Goff macht den größten Schritt nach vorne unter McVay. Auch diese Aussage hätte man vor der Saison nicht denken können, dass das wahr wird. Diese kurzen Screenpässe aber auf Gurley und Kupp und Woods sind perfekt auf sein Skillset zugeschnitten. So verbesserte sich seine Stats von 5 Touchdowns im Jahre 2016 auf 28 Touchdowns im Jahre 2017. Und mit 28 Touchdowns hat er auch den 5. besten Wert der NFL. Allerdings zusammen mit Philip Rivers und Ben Roethlisberger. Und wenn du in deinem zweiten Jahr in der NFL bereits auf diesem Level bist, wie diese zwei Legenden, könnte man schon sagen, dann hast du alles richtig gemacht. Und auch dein Head Coach müsste dafür den Head Coach of the Year Award kriegen. Die 10 meisten Yards in der NFL mit 3804 in nur 15 Spielen liegt damit vor James Winston, Derek Carr, Eli Manning, Doug Prescott und Cam Newton. Und wie sie alle heißen, also da hat er auch bereits gute und große Namen hinter sich lassen können. Dazu ist mit Sammy Watkins ein Deep Target dazugekommen, welches diese Mehrdimensionalität dieser Offense widerspiegelt. Ebenfalls steht keine O-Line so sicher wie die der Rams, 18,6 zugelassen, Topwert der NFL. Das zweitbeste Team hatte immerhin 20,6 zugelassen, also noch einmal ein Unterschied von 2,6. Die Atlanta Falcons sind seit der bitteren Pleite gegen die Pats im Super Bowl ein wenig von der Spur geraten. Vor allem die Defense machte einen Schritt zurück und so kämpfte man bis zum Ende der regulären Season um die Playoffs, erreichte diese aber dann über einen Sieg gegen die Panthers,
Julio Jones ist der erste Spieler, der über 1400 Receiving Yards gefangen hat und nicht mehr als 3 Touchdowns gefangen hat. Jones ist der Erste, der es geschafft hat, diese Leistung herzubringen. Das heißt aber nicht, dass er ein schlechter Receiver ist oder so, denn die Red Zone Offense der Falcons, die geht einfach nicht über Julio Jones. Warum auch immer, das sollte man vielleicht mal überdenken, denn Matt Ryan hat dieses Jahr die wenigsten Touchdown-Pässe seit seiner Rookie-Saison mit 20 Touchdowns geworfen. Und vielleicht hat das ja auch etwas damit zu tun, dass man in der Red Zone eher selten auf Julio Jones geht. Kommen wir zu den Key-Matchups dieses Duells, das wirklich viel verspricht. Für mich gibt es hier 4 klare Matchups, die man sich näher anschauen sollte. Erstes Matchup, Deion Jones, Middle Linebacker der Atlanta Falcons gegen Todd Gurley, Running Back der Rams. Mit 4,1 Yards per Carry haben die Falcons eher eine durchschnittliche Run-Defense. Jones ist der sicherste Tackle im Team der Falcons, bekommt mit Gurley aber ein Schweizer Taschenmesser als Matchup-Gegner. Gurley ist wie erwähnt eine Maschine, hat über 2000 Yards insgesamt gemacht und ist der beste Running Back der NFL momentan. So trifft also die 8. beste Running Offense auf die 9. beste Rushing Defense. Gewinnt Jones dieses Duell gegen Todd Gurley, was schwierig genug werden könnte, aber hätte man dieses Duell im Sack, dann hätte man auch 40% der Miete bereits bezahlt. Gurley wirst du nicht ganz ausschalten können. Unmöglich, aber ist der erste auszuschaltende Gegner der Rams. Und wenn du Gurley aus dem Spiel nehmen kannst, dann wird es über das Passspiel gehen müssen und dann werden die Playcalls relativ eindimensional werden. Matchup Nummer 2, Jake Matthews, Left Tackles der Falcons gegen Aaron Donald, Defensive Tackle der Rams. Aaron Donald spielt seit 2014 bei den Rams, war ein First Rounder und hat in all seinen Saisons immer den Pro Bowl erreicht, auch dieses Jahr. Sackte 11 Mal den Quarterback in 14 Spielen. Mit Matthews bekommt er aber auch einen starken Left Tackle als Gegenspieler. Matthews hat in diesem Jahr 3 Sacks zugelassen, Career Low für ihn, seine beste Saison statistisch gesehen. Und die Falcons haben als Team die drittwenigsten Sacks zugelassen überhaupt. Matthews ist eine Bank und auf der Center-Position hat man mit Alex Mack einen weiteren Pro Bowl-Kaliber O-Liner. Matchup Nummer 3, Julio Jones, Wide Receiver der Falcons gegen Trumaine Johnson, Cornerback der Rams. Wie erwähnt, Jones erneut mit einer Top-Saison, mit Antonio Brown definitiv einer der besten Receiver der NFL momentan. Für mich ist Julio Jones der beste Receiver der NFL. Nicht, dass ich irgendwie Antonio Brown etwas abstreiten will, aber für mich ist Matt Ryan nicht das Kaliber Quarterback und er hat nicht die Kumpanen um sich rum, wie es ein Antonio Brown in Pittsburgh hat. Für mich ist Julio Jones der beste NFL-Receiver seit Jahren schon. Er ist der Spieler auch, der als schnellstes die 9000-Yard-Marke geknackt hat, brauchte dafür nur 95 Spiele, bisheriger Rekord war bei 99 Spielen. Ein Spieler, den man nicht aus dem Spiel nehmen kann, der mit Ryan einen starken Quarterback an seiner Seite hat. Ryan ist durchaus in der Lage, ein starker Quarterback in dieser Liga zu sein. Das hat er mehrere Jahre bewiesen, aber ist kein Elite-Quarterback, wie es zum Beispiel ein Tom Brady oder ein Drew Brees ist. Und aus diesem Grund denke ich auch, dass ein Julio Jones mit einem anderen Quarterback noch mehr herausholen könnte. Denn für mich ist nicht so, dass Matt Ryan Julio Jones besser macht, sondern Julio Jones Matt Ryan besser macht. Die Pass-Defense der Rams ist nur Durchschnitt, Platz 13 insgesamt und Trumaine Johnson ist der beste Cornerback des Teams. Er wird aber wohl zusammen mit LaMarcus Joyner, dem Free Safety, gegen Jones covern in der Wildcard. Was Gurley für die Rams ist Jones für die Falcons. Also kannst du Julio Jones ausschalten, dann hast du 40% der Miete bezahlt und dann könnte es reichen zum Sieg. Brian Poole, Nickelback der Falcons gegen Cooper Kupp, Wide Receiver der Rams. Mal schauen, wer oder wie man Cooper Kupp ausschalten will. Kupp war ein bisschen angeschlagen gegen Ende der Saison, hat in 15 Spielen nur 6 Starts bekommen, verkörpert aber den idealen Slot-Receiver für die NFL, das zweitliebste Target für Jared Goff und damit Watkins und Woods 2 weitere schnelle Receiver im Roster stehen, werden sie Cornerback wohl eher diese covern. Und so wird Poole zum Zuge kommen. Poole ist nur 1,78 groß, schnell und spielt erst seine zweite Profisaison, konnte seine Rookie-Saison nicht ganz bestätigen. Dort hat er eine Interception und 10 Pass-Deflections geschafft und er kämpfte sich in diesem Jahr nur 4 Pass-Deflections und 0 Picks,
kann gegen den Run aushelfen und eben auch gegen diese Slot-Receiver und Tight Ends verteidigen. Poole gegen Cooper Kupp, das könnte ein Duell werden, das viele nicht auf dem Schirm haben, aber das wirklich gefährlich werden könnte. Und für Poole wird es ein wirklich hektischer Tag, denn wenn Cooper Kupp mal nicht auf dem Feld ist, wird wahrscheinlich Woods seine Position einnehmen und da müsste Brian Poole erneut gegen einen Slot-Receiver spielen. Die Matchup One-on-One-Vergleich mit den jeweiligen Positionengruppen. Quarterback Matt Ryan gegen Jared Goff. Vorteil LA Rams. Natürlich ist Matt Ryan der bessere Quarterback, hat das bessere Skillset für die NFL, mehr Erfahrung etc. Aber Cooper Kupp spielt in einem perfekten System, das ist auf ihn zugeschnitten. Goff machte mehr Touchdowns in diesem Jahr als Ryan und warf weniger Interceptions, ist sehr fehlerfrei in diesem Jahr und deshalb Vorteil LA Rams. Zu den Running Backs, Devonta Freeman gegen Todd Gurley, auch hier. Ich glaube, da müssen wir uns nicht groß darum unterhalten. Gurley ganz klar vorne, eine Allzweckwaffe. Freeman spielt eine super Saison, das muss man auch sagen, aber er bleibt deutlich hinter Todd Gurley zurück. Vorteil LA Rams. Wide Receiver, Julio Jones, Mohamed Sanu und Taylor Gabriel gegen Robert Woods, Sammy Watkins, Cooper Kupp und Tavon Austin. Das Receiving Corps der Rams lässt sich einfach sehen. Jones ist natürlich der beste Receiver von all diesen Leuten, die ich aufgezählt habe, aber gegen diese Ballempfänger der Rams ist auch sein Riesentalent nicht ausreichend, um sein Team da besser zu machen. Deshalb knapper Vorteil für die LA Rams, denn wenn ich schon sage, dass sein Talent nicht ausreicht, um diese Rams Receiving Corps zu schlagen, dann klingt das ein bisschen so, als wäre Mohamed Sanu und Taylor Gabriel nur irgendwelcher Durchschnitt. Sanu und Gabriel sind natürlich auch Top-Receiver und deshalb sage ich, knapp gewinnen die LA Rams dieses Direktduell. Tight Ends, Hooper und Toilolo gegen Higbee und Everett. Knapper Vorteil für die Falcons aufgrund von Hoopers Catching-Fähigkeiten, Receiving-Fähigkeiten, 526 Yards, während die Rams Tight Ends im Schnitt um die 250 Yards herum sind. Everett zudem nur ein Rookie und die Falcons einfach erfahrener. Auch auf der Tight End Position. Toilolo ist kein starker Receiver, aber ein guter Blocker und deshalb hier Vorteil Atlanta. Die O-Line um Matthews, Leviter, Mack, Schweitzer und Schrader gegen die Offensive Line der Rams mit Whitworth, Saffold, Sullivan, Brown und Havenstein. Mack ein Top Center, Matthews ein Top Left Tackle gegen eine starke O-Line der Rams. Dort gibt es keinen Star sozusagen. Ausgeglichener geht es eigentlich nicht zwischen diesen beiden Teams. Top 3 gegen Top 1 O-Line. Mal schauen, welcher Pass Rush besser damit klarkommt. In dieser Sektion werde ich auf ein Unentschieden gehen. Genauso wie bei der D-Line, denn dort hat man mit Reed, Poe und Jarrett gegen Westbrook, Brockers und Donald zwei ähnliche D-Lines mit anderen Fähigkeiten, denn gegen den Pass sind die Falcons D-Liner schlechter als die Rams. 10,56 stehen dort 19,56 gegenüber. Gegen den Lauf sind sie aber deutlich stärker. 9. beste Run-Defense und die Rams haben mit der 28 besten Run-Defense ein bisschen Probleme. Ausgeglichenes Duell, also und auch hier unentschieden. Kommen wir zu den Linebacker, Inside-Linebacker, je nach System. Das ist ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Vic Beasley, Dion Jones, Devontre Campbell gegen die Rams um Alec Ogletree und Mark Barron. Diese Kategorie sollten die Falcons gewinnen. Ihre Mitte ist besser geschützt als die der Rams und deshalb Vorteil Atlanta. Die Outside Linebacker Upshaw und Reed. Da die Falcons aber eine 3-3-5 Defense bevorzugen, werden Upshaw und Reed den Pass Rusher Quinn und Barwin haben zusammen 13,5 Sacks gesammelt und sind für mich die bessere Combo der beiden Outside Linebacker Sections. Deshalb Vorteil LA Rams. Cornerback Robert Alford und Desmond Trufant gegen Brian Pohl gegen Trumaine Johnson und Troy Hill. Vorteil Atlanta. Die 12. gegen die 13. beste Pass-Defense. Beide eher Durchschnitt. Sowohl Johnson als auch Trufant sind etwa gleich stark mit je 2 Interceptions und 12 bzw. 13 Pass-Deflections. Da aber Alford in diesem Jahr eine überragende Saison gespielt hat mit einer Interception und 20 Pass-Deflections, ist dieser Punkt knapp an Atlanta zu geben. Die Safety-Gruppen sehen so aus: Ricardo Allen und Keanu Neal gegen John Johnson, LaMarcus Joyner. Die Rams sind dort ein bisschen im Vorteil. Dieser Punkt geht aufgrund der Coverage-Fähigkeiten an die Rams. 4 Interceptions und 20 Pass-Deflections. Für beide Rams Safety, Neal und Allen, sind ein Schwachpunkt der Falcons Defense, vor allem der Falcons Secondary. Kommen wir zu den Special Teamer, da haben wir die Panther mit Matt Bosher und Johnny Hacker. Auch hier
der Punkt an die LA Rams. Hacker ist einfach ein erfahrener und solider sowie zuverlässiger Punter, klar vor Boscher. Und die Kicker Matt Bryant gegen Sam Ficken, hier geht der Punkt an Atlanta. Bryant hat 87,2% aller Field Goals getroffen, inklusive aller Extra Points. Ficken spielt erst seit 2 Spielen bei den Rams aufgrund von Sirleins Verletzung. Sirlein wäre klar vor Bryant gewesen, Ficken ist es definitiv nicht. 2 von 3 Field Goals gemacht, 4 von 5 Extra Points sind die Stats von Ficken bisher. Und Ficken hat auch noch kein Field Goal aus 30 plus Yards getroffen. Er hat einen Versuch gemacht, den hat er vergeigt. Könnte das Problem werden bei den Rams. Wäre natürlich bitter, denn mit Sirlein hätte man auf jeden Fall einen Kicker gehabt, der sicher ist. Den hätte man durchaus brauchen können in diesen Playoffs. Atlanta gewinnt 4 Duelle, die Rams 6, 2 Duelle enden unentschieden. Die Rams sind für mich nicht klarer Favorit, aber ich rechne mit einem Sieg für LA. Die Offenses werden dieses Spiel entscheiden. Hier werden kleine Fehler matchentscheidend sein können. Vorteil Falcons, enorme Erfahrung des Skill-Players. Also da waren alle schon in den Playoffs, fast alle, also die Rookies. Und Vorteil für die Rams, ihre Vielseitigkeit in der Offense. Könnte ein High-Scoring-Game werden, davon gehe ich auch aus. Mein Tipp ist es, dass die LA Rams dieses Spiel und damit nach 13 Jahren wieder einmal ein Playoff-Spiel gewinnen im LA Coliseum vor heimischem Publikum. 37-34 für die LA Rams.